Schaut sie euch an, die Mahlkönig X64 SD. Eine kleine, feine, aber potente Single-Dosing-Mühle. Für zu Hause natürlich, preislich knapp unter 500 € und mit so einigem unter der Haube. Schauen wir uns an in diesem Kurzvideo. Schaut sie euch an, die kleine X64 SD von Mahlkönig, eine Single-Dosing-Mühle, die erste richtige Single-Dosing-Mühle für zu Hause aus dem Hause Mahlkönig. Klar, wir kennen alle die große EK43, die hat ein bisschen den Weg bereitet, aber eigentlich war das ja keine Single-Dosing-Mühle, sondern eine Getreidemühle, die nur für Single-Dosing genutzt wurde. Und sie ist natürlich in einer ganz anderen Hausnummer unterwegs mit plus 2000 €. Hier sind wir knapp unter 500, also bei 499, um genau zu sein, was auch der Grund ist, warum wir die Mühle nicht in unserem großen Vergleichstest der Mühlen zwischen 500 und 1000 € angeschaut haben. Wir werden sie vergleichen in ihrer Kategorie. Und wir haben sie schon intensiv angeschaut in unserem ausführlichen Testvideo. Und das hier ist jetzt eine Kurzzusammenfassung. Da möchte ich nochmal auf die Ergebnisse eingehen, auf die Quintessenz sozusagen dessen, was wir herausgefunden haben und wie wir die Mühle einschätzen. Ausführlich haben wir in diesem langen Video auch darüber gesprochen, dass Ästhetik ja im Auge des Betrachters liegt. Ich finde diese Mühle schön, ich finde sie klein, ich finde sie praktisch, ich finde sie handlich. Ich finde, sie ist dann doch so formeigen, dass sie eigentlich neben fast jeder Espressomaschine stehen könnte. Wenn ihr das auch findet, es gibt sie in weiß, es gibt sie in schwarz und es gibt sie hier noch mit so einem unterschiedlichen Aufbau. Ihr könnt sie auch noch hier auf einen Mini-Bohnenbehälter umbauen und dann eben sonst mit ihrem Blasebalg benutzen. Was ist die X64 Single-Dosing-Mühle für eine Mühle? Wir haben zunächst mal 64er Mahlscheiben aus dem Hause Mahlkönig. Sie sind nicht von unten geschraubt, sondern durchgeschraubt. Also das heißt, man hat die Lochöffnungen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Partikelverteilung im Allgemeinen, wobei wir jetzt hier sagen können, die Partikelverteilung, die wir gemessen haben, das mal direkt vorne heraus, die sind mit so rund 235 Mikron im Hauptpeak gute Partikelverteilung. Ich finde sogar eine interessante Partikelverteilung, weil sie für mich so einen Peak darstellen, auch nochmal zusammen in Verbindung mit dem Feinanteil, der ein bisschen ausgeprägter ist, man kann von dieser Partikelverteilung in beide Richtungen gehen. Der Feinanteil, würde ich schon sagen, verhindert ein bisschen, dass die ganz komplexen Kaffees ganz elegant herausgearbeitet werden können. Aber man kann auf jeden Fall auf sehr helle Röstung gehen und auch tolle Kaffees damit machen. Gleichzeitig hat man mit dieser Partikelverteilung auch den Weg sich offen gehalten in Richtung dunklere Röstung. Ich würde sagen, es ist im besten Sinne im Espresso-Bereich eine All-Purpose-Mühle. Ich würde sie weniger für Filterkaffee verwenden. Auf die Größen gehe ich jetzt hier nicht im Einzelnen ein, könnt ihr im Blogbeitrag nachlesen oder eben auch auf der Produktinformationsseite von Mahlkönig selbst. Ich will lieber ein bisschen auf unsere Messergebnisse kommen, zum Beispiel zur Lautstärke. Da ist sie mit 81 Dezibel. Im guten mittleren Bereich, also es ist keine besonders laute Mühle. Was allerdings auffällt, ist, dass insbesondere auch wenn dann eben kein Kaffee mehr drin ist, man so ein gewisses Gefühl hat von Unwucht. Der Ton ist nicht besonders schön. Die Mühle klingt nicht geradlinig nach einem super genau und kraftvoll laufenden Motor. Aber das mag auch nur unser Eindruck sein. Wir haben es in jedem Fall bei unserem Modell gesehen, aber auch bei anderen Videos, die wir online geschaut haben, sogar in der Produktvorstellung selbst von Mahlkönig, konnte man das hören, dass das nicht 100% rund läuft. Aber wie gesagt, nochmal, Partikelverteilung ist exzellent und das ist ja eben das Hauptziel dann eben auch. Darum geht es uns ja vor allem. Sprechen wir über den Totraum der Mühle, also das, was da an Kaffeepulver zurückbleibt. Und ich würde sagen, das ist schon eher eine Schwäche der Mühle in einem insgesamt guten, sehr guten teilweise Paket. Wir kommen auf einen absoluten Totraum von 0,9, wobei 0,6 davon im temporären Totraum sind, also jedes Mal ausgetauscht wären und 0,3 im absoluten. Diese 0,6, die nennen wir auch Single-Dosing-Totraum. Also das ist auch das, was dann eben, wenn ihr den Kaffee mahlt, bei der nächsten Mahlung dann eben doch da in der Mühle noch bleibt und dann auch in eurer nächsten Mahlung wieder, ja, noch dabei ist. Und 0,6 ist dann schon ein mittlerer Wert. Das ist also für uns befriedigend. Das ist nicht gut, nicht sehr gut. Da ist sie unterwegs mit anderen Mühlen in einer Klasse, zum Beispiel wie die Eureka Single Dose, die ist auch ungefähr da unterwegs. Aber es gibt Mühlen, die machen mittlerweile im Single Dosing Bereich 0,3, 0,2, 0,1. Da geht also noch mehr, ist jetzt hier aber nicht der Fall. Es ist verkraftbar, man sollte das wissen. Man kann das natürlich lösen, indem man 2, 3 Bohnen durchmalt und dann hat man diesen restlichen Kaffee, der da noch von der letzten Mahlung
zurück bleibt eben auch ausgemahlen. Schnell ist diese kleine Mühle, das ist schon erstaunlich. Wir brauchen rund 7 Sekunden, um 18 Gramm zu mahlen und mahlen in 10 Sekunden 35. Da höre ich immer wieder, das kann doch nicht sein, das passt ja nicht zusammen, diese Zahlen. Nochmal ganz kurz erklärt. 18 Gramm reingeschmissen, bis das rausgemahlen ist und ausgeblasen ist und hier unten drin ist, das dauert 7 Sekunden. Das andere Beispiel ist immer, wir geben hier wirklich Kaffee voll rein, malen 10 Sekunden und gucken, wie viel kommt in diesen 10 Sekunden insgesamt durch und dann sind wir bei 35 Gramm und das ist eine sehr gute Zahl, also das ist wirklich viel, das ist eine hohe Geschwindigkeit, erstaunlich, was hier diese kleine Mühle in Sachen Geschwindigkeit zu leisten vermag. Ja, nun fragt ihr euch vielleicht, was kann man hier einstellen, wie stellt man die Mühle ein? Es gibt bei einer Single-Dosing-Mühle meistens einen An- und Ausknopf und dann gibt es eine Mahlgrad-Einstellung. So einfach, so straightforward. Wie ist das nun jetzt hier? Eigentlich ist es so geradeaus. Es geht wirklich einfach und praktisch. Und deswegen haben wir die Bedienung insgesamt auch gut eingeschätzt. Auch die Mahlgrad-Replizierbarkeit ist gut, mit einem kleinen Aber. Wir sind sehr gut wieder zurückgekommen von einem Mahlgrad auf den anderen nach einer Rezeptumstellung. Wir haben uns aber auch sehr genau gemerkt, wo wir sind. Im Prinzip ist diese Mahlgrad-Einstellung exzellent, sehr, sehr gut. Das einzige Problem ist, sie hat zu wenig Raster, zu wenig Linien. Es ist schwer, sich genau zu merken, wo man war. Wie funktioniert die Mahlgrad-Einstellung? Ihr habt hier ein größeres Mahlgradrad, welches schneller um das innere Mahlgradrad dreht und wenn ihr jetzt dieses bewegt, dann bewegt ihr dadurch gleichzeitig langsam dieses innere Rad. Dieses innere Rad hat gegenüber auch einen kleinen Pfeil, mit dem man dann eben sehen kann, wo im Moment der Mahlgrad ist. Also eigentlich funktioniert das sehr feingliedrig und genau. Leider sind diese Markierungen im inneren Rad aber zu ungenau, um sich dann genau zu merken, wo wir eigentlich waren. Wenn ihr das genau merkt und dann eben zwischen diesen beiden Linien sagt, zum Beispiel ich bin bei 3 Punkt, von mir aus 1/4 bis zum nächsten Strich und ihr geht dann da wieder hin, dann seid ihr sehr genau im Mahlgrad. Wenn ihr aber sagt, ich gehe nur auf die vollen Zahlen, also 3, 3,2, dann seid ihr nicht genau. Und dann sind auch die Schritte zwischen diesen Verstellungen zu groß, das heißt, es wird schwierig, den Mahlgrad einzustellen. Das finden wir wäre eine total sinnvolle Verbesserung hier in ein Mahlgradrad, welches feiner gegliedert ist, um dann auch den Mahlgrad sauberer einstellen zu können. Was leider der Fall ist, wenn ihr die Mühle aufmacht, und das ist nicht so einfach, man braucht Schrauben, es ist nicht werkzeugfrei, dann müsst ihr nachher den Mahlgrad wieder einstellen. Allerdings könnt ihr relativ einfach den Nullpunkt wieder setzen, auch das ist sehr praktisch möglich, haben wir auch nochmal in unserem ausführlichen Video genauer erklärt. Ja, das geht eigentlich gut. Das heißt, solides Paket, bisschen aufwendig zu reinigen, gut Mahlgrad einstellbar, allerdings nicht so gut ablesbar. Wenn ihr euch aber Mühe gebt und das sehr präzise arbeitet, im Prinzip habt ihr eine sehr gute Replizierbarkeit. Wenn ihr nicht so genau schaut, dann verhaut euch den Mahlgrad, weil ihr dann doch eben zu weit gegangen seid. Eine Kategorie, die wir eingeführt haben, ist das sogenannte Espresso-Potenzial. Da bewerten wir, wie wir overall das Potenzial der Mühle einschätzen, guten Espresso zu machen. Und wir haben diese Maschine oder diese Mühle als gut oder mit gut eingeschätzt. Und zwar, weil sie eigentlich vieles mitbringt. Sie kann nicht ganz, finde ich, in die superhellen, total komplexen Kaffees, aber liefert trotzdem alles, was ihr für die Brühung eines leckeren Light Roasts braucht. Und sie performt auch gut bei dunkleren und mittleren Röstungen. Es gibt nur einen Grund, warum wir sie nicht sehr gut eingeschätzt haben und das liegt daran, dass sie nicht eine verstellbare Umdrehungsgeschwindigkeit hat, ist aber in der Preisklasse auch nicht üblich. Und damit muss man sagen, für 500 € kriegt ihr hier eine gute Mühle. Was ich noch finde, gehört dazu, es ist ein deutscher Hersteller mit einem deutschen Servicenetz. Diese Mühle wird allerdings in Asien gebaut. Aber wir nehmen Mahlkönig da beim Wort und glauben daran, dass sie hier ordentliche Qualität liefern. Und wenn nicht, wenn ihr merkt, eure Mühlen funktionieren nicht, wenn ihr Probleme damit habt, dann schreibt es bitte in die Kommentare, um hier unseren kleinen Mini-Bericht noch ein bisschen zu vervollständigen. Danke euch, schöne Woche, passt auf euch auf und bis bald.